Und ja, diesen Gang würde ich gerne vermeiden. Aber ich habe das Gefühl, dass uns das Spiel wieder keine Wahl lässt. Miss Bateman? My apologies. The ladies are closed due to faulty plumbing. You'll have to use the gents. Oh Gott. Lovely. Mr. Tillett? Okay. Warum sind hier so schwarze Kerzen an? Und warum ist hier so eine Musik im Hintergrund? Also, wenn ich auf Klo gehe und das kommen würde, ich wäre ein bisschen verunsichert, vielleicht so ein ganz kleines bisschen. I would rather not get any closer. The smell of urine is nauseating. Is Mr. Tillett in there? It sounds like someone is in there. Boah, der ist bestimmt tot oder so. Auf jeden Fall wird er tot sein. A cold draft is leaking in from under the door. This leads outside. I can see it's still raining out there. Und es klingt, als hätten sie einfach irgendwie so eine Baustelle im Hintergrund noch angemacht. Oh, hier ist noch ein bisschen was. It looks like the towel has not been washed in months. Oh It Gott. looks like the towel has not been... The mirror is coated in a thick layer of grime. Some excavations are best left to others. The mirror is coated... Okay. Wir können davon nichts mitnehmen. Ich glaube, er wird hier sein. Hier wird, glaube ich, nichts sein. Mr. Tillett? Mr. Tillett, are you in there? Vor allem, er bemerkt das nicht. Aber der wird eh tot sein. Wir können nicht mit dem Klo weiter interagieren. Okay, let's go. Mr. Tillett, are you in there? Okay, eine Katze. Wenn das kein Glücksbringer ist. Well, you're not Mr. Tillett. The mangy thing is fast asleep. I'd rather not touch it. The thing stinks to high heaven. Okay, pleasant surprise. Wir können mit dem Klo nicht weiter interagieren. Ja, scheiße, wir müssen weiter rausgehen. The door opens a crack, but appears to be blocked from the other side. Okay. Ich höre irgendwas. I think I can hear someone moving around. Mr. Tillett? Arthur, are you out there? Kann ich euch durchs Fenster gucken? Judging from the draft coming from below, this door must lead outside. I should investigate further. I can't reach the window from down here. Ich habe auch nichts, worauf ich mich draufstellen kann. The door is blocked. A cold... Sieht so aus, als würden wir doch nach draußen gehen. Mal gucken, ob wir jetzt die Möglichkeit haben, nach draußen zu gehen. Oder ob wir gestoppt werden. Ach, es ist immer die beste Option, erst nachts rauszugehen. Kennt jeder. Wir müssen in diese Gasse. Oh, shit. Also ich glaube, da haben wir die Geräusche gehört, aber der Dude, ob der uns beobachtet hat? Okay. The post has been embellished with a fine bronze bust of a horse. I could tether a horse here if I had one. The post has been embellished with a... Okay. I suspect the barrels are empty. Otherwise the locals would be rolling them into their cellars. Ja. Sturdy looking barrels, no doubt used to store ale. Was ist das? Ein Handschuh? Oh. A single glove is lying in the mud. Ist das die andere Seite? Da ist auf jeden Fall ein Holzstück. A pearly white gent's glove. It's certainly unlike anything Mr. Tillett was wearing. Hatte der Dude gerade eben einen Handschuh nicht an? Ich glaube, man hat es gar nicht Seems gesehen. rather out of place here. Peculiar. Someone has wedged the door shut. Mr. Tillett. Why would he have done that? Warum, ja? Warum würde er das tun? Did Mr. Tillett leave, then block the door behind him? Something strange is going on here. Who was that old chap I saw outside the alley? He headed eastward. Maybe I could catch up with him and ask him if he saw Mr. Tillett.
Okay, versuchen wir es? Okay, da ist er. Er hat auf jeden Fall einen Handschuh nicht an. Ja, das ist auf jeden Fall der Dude. Und hier ist das Licht gerade ausgegangen, oder? War da nicht gerade Licht an? Ja, okay. Wir können hier nicht interagieren mit. Wir müssen weitergehen, ne? Ich mag den Hintergrund hier sehr gerne. Sieht schön aus. Wirkt nur nicht ganz so einladend. Wir müssen einfach weitergehen. The old man has disappeared into the darkness. I'd best turn back to the inn. Oh, wie cool. Into the Night haben wir freigeschaltet. Man hat uns da so ganz klein unten links in der Ecke gesehen. Oder? Aber der muss ja da lang gelaufen sein. Aber wie kann der denn einfach verschwunden sein, wenn da so eine riesige offene Fläche ist? Gehen wir also zurück. Vielleicht ist Mr. Shoulder jetzt da. Oh, wow, da waren wir jetzt aber schnell. Oh, die letzte Runde wird angebimmelt. I should get some sleep. Finding the missing men of Bewley shall have to wait for tomorrow. Echt? Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen erforschen. Die sind jetzt auch alle weg. Wollen wir noch was? Fragen wir, ja genau. Ich meine, wenn der Dude ständig besoffen ist, wird er hier öfters sein. Have you seen Arthur Tillett? I thought you were with you. He went to the lavatory and has not returned. That sounds like Arthur Tillett. Don't worry, lass. He'll be back. Thanks for your time. As you were. Good evening, sir. Okay. Wir können hier nicht weiter Inn is interagieren. closing soon. And no Mr. Shoulder. I should get some sleep and find him tomorrow. Okay. Sieht so aus, als wären wir an der Stelle fertig. Ich glaube, wir können auch nichts mehr machen. Hier in dem Raum. Kenneth will be arriving tomorrow at midday. I should get some sleep. Oh, versuchen wir das mal. Wir können noch vors Feuer scheinbar A gehen. lovely place to warm oneself. The crackling. Kommen wir noch? Get some sleep. Nee. Es gibt aber nichts mehr, was wir machen können. Schade. Ich dachte, wir können auch hier noch ein bisschen warten, ob er doch noch kommt. Aber sieht nicht so aus. I'm not hungry. Irgendwie ist der ganze Tag vergangen und wir haben nichts gegessen. Macht das nicht zu Hause nach, Leute. Ich glaube, wir haben auch... A fine white glove, gents style. I found it in the alleyway behind the plough and furrow. Wait. Können wir ihm den Handschuh zeigen? Irgendwie... Ah, jetzt. Do you recognize this glove? I can't say I do. I don't wear them. They make me hands sweat too much. Never mind. Was meint ihr? Der? Der hat bis jetzt noch gar nichts I'm not gesagt. sure they would be interested. Shit. Weiter kommen wir nicht. Ich glaube, oder? Meint er, ist noch irgendwas, was wir tun I können? should get some sleep. Ich glaube nicht. Das ärgert mich. Aber wir haben noch den Brief. Wir haben noch quasi den Schein unserer Mutter. Wir haben den Brief, mit dem der Mr. Shoulder uns hier hingebracht hat, aber den will ich eigentlich nicht gerne zeigen. Wir haben den Handschuh und das war's, ne? Ah, scheiße. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Hätte ich an der Stelle noch was anderes machen können. Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren. Yes, I must get some sleep. I shall track down Mr. Shoulder tomorrow. Miss Bateman, Yes? off to bed? Yes. I'm afraid Mr. Shoulder's let me down. The rotter. Perhaps he will make himself known tomorrow. I should hope so. This is turning into a waste of my time. Ah, don't mind the locals, miss. It's just that we don't get a lot of visitors in Bewley. Quite. They mean well, believe me. Sure, Mr. Kemp. Please, call me Stanley. Good night, Stanley.
Sleep well, Miss Bateman. Warum ist er denn jetzt wieder so freundlich? Oh je. Wenn das nicht einladend wirkt. Eieiei. Kann ich irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, unser Charakter... Schläft unser Charakter oder kommt unser Charakter gerade rein? Oh, die Katze. Okay. Wir schließen unser Zimmer scheinbar nicht ab. Mutig. Okay. Adventus. The first day. Und eine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, aber wir haben ja diese Teller auf der Wand. Such horrid dreams. Wir haben die Teller auf der Wand und der erste Teller war die Katze. Vielleicht sehen wir jetzt in der Reihenfolge die anderen Tiere. Das wäre interessant, wenn das so wäre. Oh, okay, wir haben doch nicht die Tür offen gelassen. Okay, gut. Ich auch. Right then. Let's see if I can track down the elusive Leonard Shoulder. I'm rather anxious to get to this Barrow. I also wonder what happened to Mr. Tillett. Es hat auf jeden Fall aufgehört zu regnen. I've stored a box. Ich überlege gerade, gibt es irgendwas, was wir Neues machen können? Nee, ne? Ich check mal ganz kurz den Raum hier aus, aber... Hier hatten wir Goat. Matchbox. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Complimentary matches. Useful. Die werden uns sicherlich nützlich werden an irgendeiner Stelle. Oh, einen haben wir nur, okay. The candle has melted. It's not much use anymore. Perhaps Mr. Kemp will replace it this evening. That candle didn't last long. There is a single match remaining inside. Mal gucken, ob Kenneth es hier hingeschafft hat mit unseren weiteren Geldern. Der wollte ja am Morgen hier ankommen. Good day, Stanley. So, ich will mir auf jeden Fall die Platte hier angucken. I don't wish to take it. Nee. A decorative plate depicting a serpent. Seht ihr, also hier ist die erste Platte und das ist die Katze. This one depicts a cat. Vielleicht kommt heute die Schlange und morgen der Stier. 7 Platten haben wir gesehen. Ob das Spiel 7 Tage hat? Ist 7 irgendwie so eine magische Zahl? I don't know. Ist auf jeden Fall noch keiner da am Morgen. Asche können wir nicht mitmachen. Haben wir jetzt Hunger? Komm on, du musst doch irgendwann Hunger haben. Verdammt, wir werden nie was essen. Did you sleep well, Miss Bateman? Ich meine, was bringt es uns denn, ihm über die Katze was zu erzählen? Ich meine, es ist eine Katze, ne? Also, ne? Die Katzen gibt's halt. Dass sie sich auf dem... Ja, die Toiletten sind wahrscheinlich ziemlich unhygienisch. Sie sollte vielleicht trotzdem nicht auf die Toilette. Ich weiß gar nicht, ob das Fenster offen war. Wir konnten durchgucken. Ach, come on. Wir sind bisher die ganze Zeit auf der Wahrheit geblieben. Erzählen wir ihm von der Katze. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie was bringt, aber wir versuchen es. Not really. I have the rather queer recollection of a cat entering my room last night. A cat, you say? Yes, an odd-looking grey one. I must have been dreaming, as I locked the door and windows before I went to sleep. I saw a similar cat in the lavatories while searching for Mr. Tillett. Ah, Herbert. Oh, he's a harmless thing. He comes in now and then searching for scraps. Indeed. Seeing him in the lavatories must have conjured up the strange dream. The mind is capable of manifesting frightful things, Miss Bateman. I'm happy to report the rain of yesterday has lifted. It's a clear morning outside. Crisp.
I've prepared a room for your assistant. What time will he be arriving today? His train will get in around midday. Ah, okay, erst mittags. Kenneth will also be bringing my excavation equipment. Oh, aye. What does that entail? Picks, shovels, buckets, lighting and such. He usually packs it in a large crate. Come to think of it, I'll need somewhere to store it. You're welcome to use the alley behind the inn for any such bulky items. Is it safe to do such a thing? My equipment is valuable. That sounds capital, thank you. I don't see what the alternative is. Ja, Wir haben in der Tat noch keine Alternative gefunden, aber im Moment klingt das nach so viel Equipment, dass wir das einfach in unsere beiden Zimmer mitnehmen können. Oder? Ich würde sagen, das passt bei uns rein. Wir fragen mal nach. Es ist natürlich aber dann, is it safe to do such a things? Der wird natürlich ja sagen. Was soll der auch sonst sagen? Und gleichzeitig könnte man dann so ein bisschen vermuten, wenn wir so eine Frage stellen, dann, wenn er jetzt zum Beispiel ein Böser ist, könnte der sich jetzt so denken, oh, dann hat die bestimmt was Wertvolles dabei und dann lohnt es sich da, das zu klauen. Und wenn wir sagen, ja, ist okay, dann denkt er sich vielleicht eher, da ist nichts Wertvolles dabei. Aber ich meine, wir sind eine Frau in so einer Zeit, reisen alleine, sind nicht verheiratet, haben einen Angestellten. Das ist sehr awkward. Also, ich meine, den Reim kann er sich eigentlich schon so oder so machen. Und, ja, dann, ich würde deswegen sagen, wir fragen mal nach. Is it safe to do such a thing? I can assure you the local folk are not thieves, Miss Bateman. That's not what I... Now, say nothing more of it. Thank you, Stanley. I'll let you get on with your day. I'll be back with my assistant when he arrives. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht oft eine Wahl haben. Yes? I've something I wish to get off my chest, as it were. I've been tossing and turning all night, Miss Bateman. I feel rotten, I really do. What on earth are you talking about? As you know, I like to run an honest establishment. And well, I have not been honest with you, lass. I do know of Hobbs Barrow. You do? I do. Many here do. There are stories tied to that place, you know. If I've learned anything in this life, it's that some stones are best left unturned. Old Leonard Shoulder is someone to be wary of too. I can't tell you what to do, lass, but you'd best avoid him. Hören wir uns da mal mehr an, ich bin gespannt. Why lie to me about Hobbs Barrow? I know, lass, I know. I feel dreadful. But why? What are these stories you speak of? I really can't tell you more. If you insist on visiting that place, you'll have to seek out Mr. Shoulder. He brought you here. He should be the one to tell you. Mein Gott, machen die Must say, da. Mr. Kemp, this is all quite puzzling. Ja. I've never let local superstitions stop me in the past. I pride myself on being a woman of logic and reason. I've no time to waste on such matters. As I say, seek out Mr. Shoulder. He can tell you more. Fragen wir mal. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mit Mr. Shoulder reden. Ich glaube, wir sollten nicht ohne seinen Rat dahin gehen. Why must I be wary of Mr. Shoulder? The man has a certain reputation. For what? You've seen it already. Were he here to meet you last night? No. Precisely. A man not to be trusted. Okay. Wo lebt er? Gute Where Frage. does Mr. Shoulder live? I can't say for sure. As I think I told you last night, he's a quiet man and keeps to himself. He only comes in here to collect his post. Leads me to believe he lives a fair distance away. Certainly not in the village itself. Might someone around Bewley be able to help me find him? You could ask around. As I say, lass, Bewley folk mean well. Don't forget that. Ob er wohl in Hobbs Barrow wohnt? Where is Hobbs Barrow?
I don't know. I say that on my mother's grave, Miss Bateman. I now find that hard to believe. The moors are vast, lass. I'd tend not to go wandering out there. A grown man could lose himself and not be seen again. I shall return later. Good day to you, lass. Ich frage mich, ob das so oder so gekommen wäre. Oder ob das eine Folge war, dass wir bisher immer auch die Wahrheit gesagt haben. Oh, und dieses Ding, ne? Das triggert mich. Ich denke die ganze Zeit, das kann ich vielleicht mitnehmen oder anklicken. Aber es macht einfach nichts. It seems I may be fighting a battle against some sort of local superstition. Is there a single barrow in England that doesn't have some ghastly tale attached to it? Hogwash. All of it. I've a few hours until Kenneth arrives. I should use this time to find Mr. Shoulder. Oh, wir haben die Karte unlocked. Gucken wir mal da drauf. Wait, ist das die Karte? Ich glaube nicht, oder? I'm not sure if this is the Karte. Der sieht so ein bisschen aus wie der Tillmann in Nicht betrunken. He looks like a rather shady character. Oh, ich habe eigentlich gar keine Lust mit ihm zu reden. Warum müssen alle Leute so anstrengend sein? Können wir uns nicht die Blümchen angucken? These flowers look pretty. The window box is well out of reach. Hello? Wir stellen uns erstmal vor. My name is Thomasina, and you are... Now then, that's none of your concern, love. Oh. Leute. What do you do around here? Hey up, you're not scared of sticking your neb in. I look after the churchyard. Dig the graves. What can you tell me about the church? Aye, it's a church. Quite. Oh, ich fürchte, wir werden nicht viele Informationen aus dem rauskriegen. What can you tell me about Bewley? Not much around here, love. Not worth mentioning to you, like. I see. What can you tell me about Hobbs Barrow? Not to be found digging around in those things. You know of local barrows, then? Don't concern yourself. Ja. Do you know a man named Leonard Shoulder? I don't know out about no Leonard Shoulder. Goodbye. Ta-ra. Warum sagen die alle Tara? Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas haben, was wir machen können. I see no sign of the lavatory window. Lass uns noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier Oh, diesmal können wir mit der Tür interagieren. Interesting. Ich meine, die sind eigentlich die besten Leute, um eventuell gestern was gesehen zu haben. Wenn wir doppelklicken, sind wir... Disappears over the horizon. I see nothing but moorland. Irgendwie sieht das nicht schön aus, aber ich finde es auch gleichzeitig irgendwie schön. So, das war nicht besonders erfolgreich. Und ich hoffe, es ist trotzdem immersiv genug, auch wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle mal teleportieren. Oh, kämpfende Kinder. Come on, die kämpfenden Kinder, die können doch wenigstens vielleicht noch nicht ganz so sein wie die Erwachsenen. Hello? Yes? My name is Thomasina. What's yours? Douglas? It's a pleasure to meet you, Douglas. That's a great sword technique you have. Thanks, miss. Mr. Crozier's gonna make me a real one when I turn 12. I'm preparing myself to fight the Lambton Worm. What is the Lambton Worm? It's gonna come back and get us all. John Lambton thought he killed it at the River Ware, but my father told me it still lives. We must all be prepared. The Lambton Worm isn't real, Douglas. Father just told you that to get you out of his hair. Not true. I saw it slithering out by the beck. Like a giant eel it were. I ran home so fast I thought I would fly. Sorry, miss. My brother has a vivid imagination. Children often do at his age. I'll keep training. You will all thank me when I thrust my sword deep into its fat belly. Douglas, this lady doesn't want to hear your nonsense. Interessant, ne? Also dieses Slithering und Fat Worm,
Ob das irgendwie vielleicht ein bisschen auf die Schlange anspielt? Das wäre sehr interessant. Do you like living in Bewley? Yeah, I do. Are you from the city? I'm from a long way away. You must have come on the train. I love watching all the steam puff up into the sky. Have you been on the train yourself? No, miss. Our parents don't have the money for train tickets. Father says we have all we need here in Bewley. Perhaps this nice lady would like to take you away with her on the train. No, I need to stay and protect Bewley from the lantern worm. Do you know a man called Leonard Shoulder? That's a funny name. Have you heard of Hobbs Barrow? What's that? A local burial mound. Our parents don't let us wander far from the village. What's a burial mound? Don't you mind about that, Douglas? Who's Mr. Crozier? He's a blacksmith. His forge is just over there on the other side of the square. Don't you think 12 years of age is a little young for a real sword? I'll be a master swordsman by then. Goodbye. Goodbye, miss. Warum geht die eine Frau die ganze Zeit? The young woman looks extremely bored by it all. Ah, okay. Good day. Hello, miss. My name is Thomasina. What's yours? Betty. Nice to meet you, Betty. What are you up to? My brother is practicing his sword fighting technique. I'm to watch him until he tires himself out. I'm tireless. This time last month it were all about his teaspoon collection. This month it's swords. Do you know a man named Leonard Shoulder? No. Are you sure? Yes. Ich muss sagen, das Kind war irgendwie gesprächiger. What do you know of Hobbs Barrow? Our parents don't like us talking to strangers, miss. So you know of it? No. Are you sure? Yes. Goodbye. Bye, miss. Oh, Mann. Vielleicht. Boah, ich meine, die Spiele sind doch immer nett, aber irgendwie will ich gucken, ob es schöne Schuhe gibt. No one here. Oh oh, der Schuhmacher hat zu. Wenn das nicht verdächtig ist. Ein hart arbeitender Schmied bei der Arbeit. Schön. Good day. Yes? Mr. Crozier, I presume. Aye, George Crozier, at your service. My name is Thomasina. Aye, can I help you? Are you a Bewley native, Mr. Crozier? Aye, born and bred. That's where my father's forge before mine. How is business faring? I do an honest trade. There'll always be horses needing shoes and farmers needing tools. You let me know if you need out made or mended. I'll do you a fair price. Thank you, Mr. Crozier. Do you know a man by the name of Leonard Shoulder? Oh, aye. Old Leonard. Have you seen him recently? No, not recently. Do you know where he lives? Why all these questions, lass? I need to speak with him. He invited me to Bewley. Oh, he'll turn up. I've seen him in the plough and furrow from time to time. But do you know where he lives? I need to find him. I believe he lives somewhere out on the moors. Can't tell you out more than that. Thank you, Mr. Crozier. Aber wenn er nicht in diesem Hobbs Barrow wohnt, ne, das klingt ja so, als wäre es irgendwie unterirdisch, dann müsste man doch, wenn er in einem Haus wohnt, das irgendwo sehen, ne? Wobei, wer weiß, wie die Moore genau aussehen. Bisher sah es ein bisschen aus wie so eine riesige flache Landschaft. Aber vielleicht, wenn wir drin sind, sieht es anders aus. Do you know of a local landmark named Hobbs Barrow? There's a fair many barrows found out on the moors, lass. Too many to put a name to. Not a soul in Bewley pays them any mind. What can you tell me about Bewley? We don't get many visitors here, outside of market days. But there's plenty of work for the village blacksmith. Where are you from, then? I arrived yesterday on the train from London, by way of Derby. Oh, aye.
I've heard about London. What have you heard? Plenty of factories there. Yes, indeed. The city is always changing and moving forward. Too busy for me, though, lass. I prefer a quieter pace. Aye. Ist auch ein bisschen interessant, ne? Er hat gesagt, irgendwie, es gibt immer Hufeisen zu schmieden. Aber als wir dann... Also bisher haben wir noch keine Pferde gesehen, ne? Und die Stelle, wo man Pferde andocken konnte, die ist leer. When do market days run in Bewley? Once or twice a month. The next one is tomorrow. How delightful. Unless your vice is cabbages, there'll be naught to interest a young lady. I don't mind a cabbage. Then you're in luck. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Ich meine, er war freundlicher als alle anderen. Besonders weit hat es uns aber nicht gebracht, oder? The blacksmith is toiling away. Ich glaub, The wir können... blacksmith is right here. I've no need to go inside. Alas, it is not mine to take. A fantastic specimen. I have one just like this. I have one just like... Aber den haben wir noch nicht, oder? Also noch nicht im Inventar. Wollen wir ihm den Handschuh zeigen? Er ist nett. Versuchen wir es mal. Do you recognize this glove? No. Should I? Never mind. Versuchen wir es nochmal mit dem Kind. Auch das war zumindest ehrlich. Do you recognize this? I don't have any gloves. Verdammt. Das war ein guter Versuch. Houses down that way. Wir könnten jetzt zur Kirche. Wir könnten zu diesen seltsamen Häusern. Wir können einfach mal klopfen. I don't think anyone is home. Und niemand ist jemals zu Hause. Gehen wir erstmal in die Kirche. Das scheint der offensichtlichere Weg zu sein. This way leads to the graveyard. To the graveyard. Da haben wir ja den einen Dude gerade getroffen. In memory of Benjamin Garkham. In memory of... Das sind Millicent bestimmt Smith. die Kickstart-Unterstützer. In memory of Romeo Hegg, dearly missed by his beloved Juliet. Oder es sind Easter Eggs. In memory of Henry Crozier. In memory of Percival Roach. In memory of Mabel Hurst. In memory of William Ager. In memory of Barnaby Tillett. Wait, Tillett haben wir aber gehört, oder? Den Nachnamen. In memory of Peter Black. In memory of George Paxton. In memory of... Vielleicht wird uns die Oma was erzählen. A fine assortment of baked goods. A lovely treat for those who enjoy such things. Wir reden erstmal, bevor wir uns einen Kuchen nehmen. Hello. Good day. Would you like to buy one of these cakes, pet? Ah, wir haben kein Geld. What kind of cakes do you have? I have some lovely Bakewell puddings. The sweetest marriage of almond and jam. I can tell you're not from around here, because if you were, you would know about my Bakewell puddings. They are quite famous. Alas, I'm not carrying any money with me. That's unfortunate, pet. I'm sorry, I can't give them away for free. The money goes to the church, you see, and one cannot shirk one's duty to the church. I understand. My name is Thomasina. What's yours? Mrs. de Plancy. A pleasure to meet you, Mrs. de Plancy. Likewise, pet. Tell me about yourself, Mrs. de Plancy. About me? What would you possibly want to know about me? I've been attending St. Edmund's Church my whole life. Nein. I always want to help where I can, so I sell my baked goods, and all the proceeds go to its upkeep. This place means so much to me. Reden wir noch mal ein bisschen weiter über die Kirche. What can you tell me about St. Edmund's Church? Isn't it the finest building? It's been standing here since the 12th century. The box pews in the nave are very fine and date back to the 17th century.
The door is open if you'd like to worship. Thank you, Mrs. Duplancy. Your cakes look delicious. I can assure you they are. You'll not find better in the entire county. Boah, der Hund klingt sehr realistisch. Do you know a local man called Leonard Shoulder? Yes, I know Leonard. What business do you have with him? It's a long story, but I'm trying to find where he lives. I'm afraid I don't know, dear. Father Roach has access to the parish register. He might be able to help you. Ob das was wird, ich bin gespannt. What can you tell me about Father Roach? He is a lovely man and an exemplary servant of the Lord. He's been the vicar of St. Edmund's for many years. Where can I find Father Roach? At this time of day, he'll be taking his exercise in Herne Wood, to the west of the village. Thank you. I'll go find him. Be sure to listen out for his merry whistling. Such a jolly man. What do you know of Hobbs Barrow? Hobbs what? Hobbs Barrow, a local burial mound. The only place of burial I know about and care for is in this very churchyard. Thank you for your time. Lord be with you. Okay, wir haben einen neuen interessanten NPC, auf dem wir gleich mal suchen werden. This leads to the church tower. Okay. The doors look weathered, but have stood the test. Gehen wir erstmal in die Kirche rein. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas finden. Oh, ein Kreuz. Goodness me, look at these box pews. I've never seen any as tall as that before. Most unusual architecture, even for the Normans. Come on, die Necklace könnte uns... Die beschützt uns bestimmt vor Dracula oder so. Vor den Vampiren. Those have seen better days. The flowers have long since dried out. I don't want them. Aber die kümmert sich so intensiv um die Kirche. Aber sie lassen die Flowers hier austrocknen. A memorial list of former vicars. They stretch back several hundred years. A memorial list. They stretch... Someone has left a necklace hanging here. A silver cross. Sterling by the look of it. Maybe I can reunite it with its owner. Vielleicht weiß die Oma was davon. I think this might be genuine sterling silver. I can admire the craftsmanship from afar. I can admire... I've no time for such things. Kein kleines Gebet? So lange dauert das gar nicht. This must be where the local vicar sacrifices the newborns. Okay. The pews are contained within compartments that can be locked. I've seen a similar design in other Norman churches around England, but this is a particularly impressive example. Locked. Locked as well. I think they all might be. Wir haben auch keinen passenden Schlüssel. Aber vielleicht finden wir an irgendeiner Stelle irgendwas. Ich glaube, mehr können wir hier im Moment nicht tun, oder? Oh, wir können uns die Wand angucken. Extraordinary. Okay. Na gut, wir haben die Kette gefunden. Nein. Wir wollen nicht nochmal... Wir wollen rausgehen. Fragen wir mal die Oma, ob die was weiß über die Kette. Oder gehen wir erstmal in den Tower? Naja, gehen wir erstmal. Zeigen wir es mal der Oma. Excuse me, I found this necklace inside the church. Is it yours? No, pet. Perhaps someone left it behind yesterday. You keep hold of it for now. I'll ask around at the next service. Are you sure? I trust you. Das ist bestimmt locked. It's locked. Ja, klar. Gehen wir zum Friedhof? Besser gehen wir... Oh, was ist das?
Excuse me, do you think anyone would mind if I borrowed this trowel? You help yourself, dear. Father Roach won't mind lending it. Just be sure to put it back when you're finished. Of course, thank you. It is more blessed to give than to receive. Ich weiß noch immer nicht so ganz genau, was wir da jetzt aufgehoben haben. Ah, so eine Schippe. The trusty trowel, the Barrow digger's best friend. Gibt's Seen better days. irgendwo eine Stelle, wo wir graben wollen? Ich glaube nicht. Bisher jedenfalls. Aber wir gehen zum Friedhof. Und ich glaube, wir sollten nicht die Leichen ausgraben, wenn wir erst hier angekommen sind. John Purchase, dearly beloved husband of Florence. Forever in light, Anne Kemp. Forever in... Here lies Margaret Tillett, beloved mother, wife and sister. Today she dances with angels. Das ist die zweite Tillett-Person, die wir sehen. Vielleicht sind beide gestorben von dem Betrunkenen. Joseph Davis. Samuel Bryden. Death is only a shadow across the path to heaven. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir noch was mit der Crow interagieren. RIP. Here lies Elizabeth Farnaby. This appears to be a recently dug, unmarked grave. Also... aber... können wir nicht machen. William Paxton, modest and gentle of heart. The path leads to a small hill. The path leads across the moors. Gucken wir uns mal die Hills an. Ein seltsamer Pilzkreis. I'm not sure if these are poisonous or edible. I'd better not touch them. They could be poisonous. Boah, wie cool. Also der Sound gefällt mir gut. Ne? Den Wind, den man hört, ist cool. This path leads out over the moors. Okay, noch mehr Wege, die zu den Mooren führen. Ich glaube, wir werden da nicht lang gehen können. The moors stretch into the distance. I don't wish to wander aimlessly. Aber wir sehen, dass es scheinbar mehrere Häuser in den Mooren gibt. Und irgendeins wird wahrscheinlich unserem Shoulder gehören. Hier kommen wir auch nicht lang. Oder? Okay. Scheinbar kommen wir doch hier lang. A fine spot to take a rest. Ich glaube, hier können wir uns quasi hinsetzen, um Zeit vergehen zu lassen. Aber eigentlich würde ich nicht gerne resten. Okay. Und hier ist a lot of nothing. Okay. Wir können da hier aber auch... Oh. Ich wollte gerade sagen, wir können hier nicht die Map verlassen, weil hier, was auch immer das ist. Like this all over England, quite common. Okay. The locals might be alarmed if I dismantle their cairn. The moors continue for miles in this direction. Können wir damit interagieren? I don't wish to dig it up. Okay. Ich glaube, was anderes können wir an der Stelle auch nicht machen. Können wir das Ding anzünden? Ich glaube, das würde nicht zum gewünschten Effekt führen. Wir wollen uns auch nicht hinsetzen, zumindest noch nicht. Wir gehen einfach weiter. Und ich würde gerne in die schmale Gasse reingehen. Ich glaube, wir fragen jetzt auch nicht jeden von wegen... jeden über das Kreuz. Da wird eh nie jemand irgendwo drin sein, habe ich das Gefühl. Egal, wo wir klopfen. Ja. I don't think anyone is home. Nirgendwo ist irgendwer home. Royal Mail, Postmaster's Residence. This must be the local post office. Toll. Hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Ja, die Tür wird wahrscheinlich verschlossen bleiben. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch einen Ort, wo wir hingehen können, ne? Ich überlege gerade, ob wir mit irgendwas interagieren können.
Aber ich glaube nicht. Hier kommen wir nicht weiter. Wir können... Nee, das bringt uns auch alles nicht. Ah, wir können vielleicht... Ja, hier wird auch keiner da sein. 100%. Ah, the unmistakable charm of old Cyril. Ja, es war mal jemand da. Der alte Mann ist da. Interessant. I don't think anyone is home. So, hier können wir auch ins Moor. Oh. The path disappears into dense woods. Back to St. Edmunds. Back to the outskirts of Bewley. The path leads on. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir finden können. Hallo. Okay. Ich glaube, der hat die Pilze gegessen. Okay. Er tanzt. Übergibt sich. Tritt auf seine Kotze drauf. Tanzt weiter. Und setzt sich hin. Very sorry. Oh, the shame. This malaise will not pass. Oh, the nausea. I need your help, young lady. Tell me what you need. Let the blood from my arm. Excuse me? Cut me. I beg you. Okay. So habe ich mir das Gespräch mit ihm nicht vorgestellt. The vicar's spectacles lie broken on the forest floor. Ist das seine Brille? Ouch! The broken lens is extremely sharp. Können wir die Gloves mit dem... Perhaps I shouldn't risk soiling this glove until I find its owner. Können wir es mit der Schippe aufnehmen? I don't think that will help me pick up the broken glass. Ich finde schon. Mit was haben wir das denn sonst? Hiermit? This handkerchief was a gift from my mother. I hope she will understand. Okay, das funktioniert. Gott sei Dank. This should work. Okay. I don't wish to look too closely. I'm not going near it. It smells disgusting. Wir haben jetzt die Scherben. Boah, sollen wir ihn echt aufschneiden? Irgendwie ist das... Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, selbst wenn mich mein Pfarrer fragen würde, ob ich ihn aufschneide, würde ich vielleicht dankend ablehnen und mir Sorgen um meinen Pfarrer machen. A sharp shard of glass from a pair of broken spectacles. Und ja, man nimmt immer random Sachen mit, die auf dem Boden liegen. Kennt man aus dem Real Life. Können wir mit ihm reden, bevor wir ihn aufschneiden? This is the only way, Father. I beg you. It's the only cure for this torturous malady. Und leider kennen wir das Spiel mittlerweile gut genug, dass wir keine Wahl haben, als ihn aufzuschneiden. Aber was passiert, wenn wir ihn aufschneiden, sehen wir beim nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Lasst ein Follow oder Like da. Ich würde mich freuen.